Und heute das erste Mal auf Twitch. Aber erst auf Twitch. Ja, wir wollen nämlich auch ein bisschen natürlich auch testen. Wir haben neue Kameras uns zugelegt und haben das Ganze auch wieder ein bisschen umgebaut vom letzten Live-Konzert. Und ja, da wollten wir nämlich auch mal durch den heutigen Stream ein bisschen testen, ob das Ganze funktioniert und ob ihr uns natürlich auch gut hören und gut sehen könnt und ob wir auch ein bisschen synchron sind. Aber ich denke mal, so wie das hier aussieht, sind wir auch erstmal Ton und Bild synchron. Ja, Guckt bloß da ansonsten, nicht drauf. wie gesagt, kann der Chat auch gerne nochmal schreiben, Genau. ob es vom Ton so hinhaut. Jo. Weil schreiben brauchen wir dann scheinbar nicht, weil ihr hört uns ja dann. Genau. Ja, und wir wollen natürlich heute, wie schon gesagt, ein bisschen das euch vorstellen, was euch nächste Woche erwartet. Denn Kino-Talk habt ihr ja schon mitgekriegt, so viel ist im Moment ja nicht. Und wir sollen angeblich ja ab dem 22., 23. sollen wir ja hier wieder öffnen können. Huch, wird wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, auch politisch wurde da ein bisschen wieder zurückgerudert. Liegt nämlich daran, weil wir brauchen ja auch Filme. Wenn man ein Kino wieder betreiben will, braucht man Filme. Und die Filmindustrie ist leider noch gar nicht so von überzeugt, dass wir jetzt in 2 Tagen aufmachen können. Denn wir haben noch keine Werbung gekriegt, was überhaupt läuft. Und laut Erkenntnissen nach Ostern vielleicht. Vielleicht. Aber wir haben auch schon mit unserer Disponentin geredet. Sie wird wahrscheinlich im April erst mit den Verleihern zusammen wieder Werbung machen. Das heißt, ihr werdet auch im Fernsehen wieder ein bisschen Kinowerbung dann sehen. Und so richtig los, glaube ich, ist es dann wieder erst Mai. Also wenn man jetzt mal realistisch ist. Ja, wahrscheinlich. Also. Ja. Sonst wird es nicht. Ja, und demzufolge müssen wir natürlich noch mal ein bisschen was anderes machen, überbrücken. Und beim letzten Live-Konzert, was wir hier gemacht haben, hatten wir schon gute Resonanzen. Und da haben wir gesagt, warum nicht nochmal? Ne? Ja, nur halt schade, dass die Aufnahme nicht richtig geklappt hat. Aber wir hoffen, wir haben jetzt alles richtig eingestellt. Genau. Und, Na du, wie das gesagt, erste Mal geht meistens immer schief. die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Und weil wir ja nun gerade auch von dem Streaming an sich oder beziehungsweise die Leute, die uns geschrieben haben, gesagt haben, ey, ganz toll, aber versuchen wir es natürlich noch einmal. Und diesmal wird es eben nicht nur eine Band geben, sondern es gibt auch noch einen anderen Akteur, den wir euch nachher auch noch vorstellen, der dann zusätzlich uns auch noch unterstützen wird als Band. Ja, aber bevor wir jetzt erstmal großartig loslegen, erzählen wir ein bisschen was über die Band. Also es sind bestehend eigentlich aus 3 Bands, haben wir jetzt eine gegründet. So. Wie schon anfangs gesagt, also wir haben ein Hybrid jetzt mittlerweile. Ein Hybrid. Ein Hybrid. Ja. Liegt natürlich auch daran, dass einige Personen aus den Bands, mit denen wir eigentlich sonst immer so musizieren, nicht können oder eben auch verhindert sind durch eben einer Krankheit eigentlich nicht, das haben wir noch nicht gehört, toi toi toi, ne? Aber eben beruflich und eben, weil die Region, wo sie leben und sonst arbeiten, eben das Ganze noch nicht ganz so, möchte. Ich werde sagen, möchte, dass man zu diesem Punkt hierher reist. Obwohl Also wir ja eigentlich ganz gut sind, ja? Ja, wenn ich hier so ein bisschen rumwusel, wundert euch nicht, ich habe hier so einen Pilotensitz. Also normalerweise ist hier eine Treppe. Ja, er hat das so schön umgebaut hier. Und ich habe leider nicht meinen Sitzplatz so richtig gefunden. Ich sitze hier heute schön, so ganz salopp, wie das, so schön hier auf Ja, ich stehe drauf, Sissellehne. Ich hoffe, das geht alles gut. Ich habe auch die letzte Zeit nicht zugenommen. Ja, wie gesagt, wir können euch ja mal schnell, mal die Band so vorstellen in ihren Darum geht es eigentlich heute. Ja. Also wir fangen mal an mit Prince Elliot. Christian wird da gleich ein bisschen was einblenden. So, Prince Elliot, also bestehend, wenn man jetzt von oben links das Ganze sieht, das ist der Wolfgang am Bass. Dann haben wir oben rechts den Marco an der Gitarre und in der Mitte unten der Christian am Schlagzeug. Ja, und die spielen sonst nämlich in mehreren Bands, nicht nur in der Band, wo wir ein kleines Video vorbereitet haben, das Prince Elliot, sondern sie spielen auch in einer Metalband, BSUR, zusammen und auch noch zusammen bei einer Band Coast to Coast. Es sind immer andere Sänger, ja, und es ist auch immer ein bisschen anderes Genre und so. Aber heute wollen wir euch natürlich in dieser Kombo Prince Elliot vorstellen, denn sie haben ein schönes Video natürlich auch bei YouTube und das wollen wir euch jetzt erstmal präsentieren, damit ihr einen kleinen Eindruck habt, was sie sonst für Musik machen. So. Ja, ich würde doch sagen, du kannst uns über Pulten muten? Natürlich, das mache ich doch gerne. Dass wir nicht immer da reinschnattern. Ja, alles klar. Also, dann seht ihr jetzt erstmal schön Prince Elliot
Und dann, ja, bis gleich. Bis gleich. Pack meine 7 Sachen, ich muss jetzt wirklich los und meine Sause machen, mich fühlen schwerelos. So viele Tage und Nächte sind vergangen, endlich ist es so weit, dass ich losziehen kann. Und ich stell mich an die Straße und halt den Daumen raus und ab in die City, in die weite Welt hinaus. Und schon hält einer an, nimm mich mit auf meinen Trip. Und bis ich da bin, hab ich vielleicht einen guten Tipp. Wo ist hier was los? Wo ist hier was los in dieser Stadt? Was mich packt und überrascht. Oh, oh, oh. Wo ist hier was los? Wo ist hier was los? Oh, oh, oh. Und ich steige aus der Kiste, wüsste gerne mal wohin. Und ich stürz mich in die Piste, folge meinem sechsten Sinn. So steh ich an der Ampel, da spricht mich einer an, ob er ein alter Seemann mir wohl weiterhelfen kann. Wo ist hier was los? Wo ist hier was los in dieser Stadt? Was mich packt und überrascht. Oh, oh, oh. Wo ist hier was los? Wo ist hier was los? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
So, und da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, wir haben gerade gesehen, hier steht noch unten Live-Konzert Lagerband 3 zu Rockstuff. Das ist der nächste Woche nicht mehr der Fall und sollte eigentlich jetzt auch schon geändert sein, aber naja, wir sind auch nur Menschen, wir machen auch noch Fehler. Also eigentlich sollte da dann stehen jetzt natürlich Szene Project und Arne ST aus Berlin. Mit denen wollen wir das Ganze natürlich machen. Ja, kommen wir mal zu dem wunderschönen Video. Ja. Da oben steht es. Da so Ach so, steht es, ja, stimmt. Ja, da ist So, Szene und Project. Da ist Ja. der Veranstalter. Da ist der Veranstalter, genau. Ja, ja, also im Endeffekt, jetzt habt ihr gerade gesehen, Prinz Elliot, bestehend natürlich aus Wolfgang, Christian und Marco und natürlich den Sänger, ist der liebe Detlef. Und der Ganze denkt sich meistens immer diese Texte aus oder kommt natürlich mal zu denen immer hin und sagt, oh, ich habe da was Schönes, ich habe da was Tolles. Ja, also er schreibt die ganzen Bände. So, und musikalisch wird das natürlich dann von den anderen immer sehr schön verfeinert. Ja, ich habe sie selber auch schon ein paar Mal live erlebt. Wir haben auch mit den anderen Bands schon zusammen gemuckt. Das war auch mal ganz lustig. Manchmal haben wir uns sogar die Instrumente auch mal ausgetauscht. Ja? Und ich glaube sogar, dass sie fast 30 Jahre Musik machen zusammen. Wenn nicht, lieber Wolfgang, ich sehe ja, du bist online, schreib mal rein, ob das wirklich der Fall ist, aber ich glaube, es sind schon 30 Jahre, denn ich kenne ja euer Alter. Demzufolge weiß ich auch ungefähr, wann ihr angefangen habt, aber ich glaube, es war so. Ja, mit 2 dann. Ne? Ja, okay, aber ihr merkt auch, mit der Zeit, auch die Mode hat sich ein bisschen geändert. Das, was da noch. Aber ganz normal. Ich meine, in den 90ern sind wir auch alle noch nicht so rumgerannt wie jetzt, muss ich auch ehrlich sagen. Ich gehörte auch zu der Ära. Ich hatte auch Buffalos mal. Es ist doof, ne? Aber ich hatte sie auch mal. Ja, auch Ja. Moonboots und Ja, Schlaghose. ja. Und Schlaghose, ja. Ja gut, Schlaghose hatte ich auch, Ja. aber so eine Und ich hohen hatte Schuhe sogar ein brauchte Bauchnabelpiercing, ne? So schlimm war das. hohe Schuhe brauchte ich Gott sei Dank nicht. Ja. Ja, aber da haben die, wo wir noch hier schön abgehottet sind zu irgendwelchen Dabidi, Dabidu, Dabidai, ne, oder meine Freundin ist blau, ne, I'm blue und so weiter, alle. Da haben die natürlich schon schöne handfeste Musik gemacht. Ja, also und die drei, also außer Detlef, ja, also Schlagzeug, Bass und Gitarre, wird uns natürlich auch nächste Woche unterstützen, und zwar bei unserem Projekt oder bei unserem Szene-Projekt in unserer neuen Band, wo ihr ja schon einige Videos jetzt auch gesehen habt, was wir jetzt in letzter Zeit gemacht haben. Ja, via Facebook und Instagram. Ne? war ja ein Und bisschen was zu YouTube, sehen. da ist ja schon einiges hoch. Wer es verpasst hat, am Ende der Show werdet ihr natürlich auch nochmal das jetzt hier Produkt sehen, mit dem wir euch, also ein Lied, mit dem wir euch dann natürlich beglücken wollen. Ja, kommen wir mal zu René. René, eigentlich, was René jetzt angeht, der ist jetzt ja eigentlich von Rockstuff, also so, wir spielen zusammen bei der Band Rockstuff, aber er hat natürlich auch schon viel, viel früher Musik gemacht und ist jetzt sozusagen so derjenige, der das Ganze immer so ins Leben gerufen hat, beziehungsweise gesagt hat, Mensch, lass uns doch was machen. Also er war so der treibende Keil, muss ich wirklich sagen. René, der Gute. Ja, und er hat vorher hier auch einer Band gespielt, Alone in the Attic. Ja. Da gab es wirklich, also das Video, was ihr jetzt gleich sehen werdet, Stranger ist ja fast um die Welt gegangen. Also so viele Klicks, wie das schon hatte. Und wirklich ein ganz, ganz tolles Video und beziehungsweise auch ein tolles Lied. Zusammen mit Christian Rothbard am Schlagzeug und Axel, Als Leadsänger. als Gesang. Und von ihm stammen auch immer die meisten Texte, so wie mir René das verraten hat. Ja, wir hören uns jetzt erstmal einen schönen Song von denen an, damit ihr euch eben auch ein Bild von René machen könnt, was er eben vor diesem jetzigen Projekt gemacht hat. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Some days you feel really tired, and you feel you don't fit with them. Most days they are never easy. You fight your war again. Some days when you talk to your people, the morning like they are tired. If teardrops in your eyes, floating you for so many hours, but the pain stays
hopes to get some rest, but you are always full of doubts. And you say you never wanted to live this life. You never wanted to live this life. You ever felt just like a stranger in a never-ending night. You never wanted to live this life. You never wanted to live this life. You ever felt just like a stranger in a never-ending night. Completely out of so many hours, day by day, more insane. Even try to catch some good thoughts. Hear your mornings always the same. Was it completely disguised emotions? Is that what makes you feel right? The teardrops in your eyes. In your dark room, I think you go crazy. It is all you want to do. You find it will be never easy, but you finally have to go. Come on, you don't believe her. Come on, you don't believe her. Come on, you don't believe her now. Darling, was to fight. Teardrops off your eyes. Said goodbye and stopped you crying. Then put out the candlelight. You never wanted to live this life. You never wanted to live this life. You ever felt just like a stranger in a never-ending night. You never wanted to live this life. You never wanted to live this life. You ever felt just like a stranger in a never-ending night. Be careful of the bullshit in your head, and keep on thinking everything is really bad. You seem to be the only one who's really sad. This fucking temper is the reason why I get mad. Is it really that bad you always say? Is there really always something in your way? I can't imagine it's your version of the play. A perfect stranger in a world that's not okay. You never wanted to live this life. You ever felt just like a stranger, like a stranger. You never wanted to live this life. You never wanted to live this life. You ever felt just like a stranger in a never-ending night. You never wanted to live this life. You never wanted to live this life. You ever felt just like a stranger. So, ja, Mensch. Stranger von Alone in the Attic. Also ich finde wirklich sehr zu der damaligen Zeit sehr zeitgenössischer Song. Ne? Ja, schöner Song. Ein schöner schöner Titel. Song.
Wie gesagt, man hat es ja auch im Video gesehen, ne? Geht nicht immer alles glatt und wenn man sich dann mit falschen Freunden einlässt und die große Liebe und ihr kennt das Ganze. Ne? So, das ist ein Teufelskreis, nicht irgendwo. Aber ja, wer ihn nicht erkannt hat, der liebe René, war der an der Bassgitarre mit dem Basecap, also nicht der am Schlagzeug. Das war der Christian Rothbart. Der spielt ja heute Schlagzeug bei Kickstart. Genau. Ja. So, und Axel, ja, dem versuchen wir auch immer noch zu akquirieren, aber im Moment ist es gesundheitlich oder hat er gesundheitlich noch ein bisschen zu tun, aber irgendwann wird auch er mal vielleicht vor der Kamera wieder stehen, beziehungsweise wir hoffen ja auch irgendwann, dass wir Live-Konzerte machen können. Ne, und dass Ja, wir dann von wieder unserer Stelle erstmal gute Besserung. Dann gute auch. Besserung. Ja, und ja, natürlich versuchen wir auch mit ihm dann irgendwann wieder was zu machen. Ja, Alone in the Attic und Prince Elliot. Also das sind eigentlich die großen musikalischen Highlights, wenn man so will, ne? Weil jetzt ist ja nur noch ein kläglicher Rest und das ist dann meine Wenigkeit, der das Ganze immer so ein bisschen mit Singsang begleitet. Ja, mit Marco und mit Wolfgang spiele ich ja zusammen bei der Lagerband. Und die Lagerband hat sich ja mal 2006 gegründet im Kosovo. Also wir sind alles ehemalige Soldaten. Also im Moment in dieser Band bin ich es irgendwie, noch der ehemalige Soldat. Ja, und wir haben dann auch erst im Kosovo 15 Konzerte gemacht, natürlich nur für Bundeswehrangehörige und natürlich die im Lager im Kosovo dann waren. Also eben auch ein paar Amerikaner, Italiener und Franzosen. Also wir haben da ein bisschen immer schön für Stimmung gesorgt, was im Einsatz immer sehr, sehr gut ist. Denn ein Stückchen Heimat ist immer toll und dann hat man auch mal ein bisschen Ablenkung von dem Alltag im Einsatzgebiet. So, und dann sind wir natürlich nach Deutschland gekommen und hin und her und her und hin. Eigentlich waren wir mal 11 Personen. Aber von den 11 Personen sind manche auch nicht mehr da, manche hatten auch keine Lust mehr und wie das immer so ist, dann kommt auch die normale Arbeit dazu. So, und irgendwann kamen nämlich Wolfgang und Marco nämlich dazu. Ja, und die haben nämlich gesagt, Mensch, aus dem, was ihr hier macht, können wir doch auch ja, da einen anderen Schwung vielleicht mit reinbringen, weil ne, man wird ja auch irgendwann betriebsblind und so sind sie eigentlich zu uns gekommen. Ja, und dann haben wir natürlich auch schon ein paar schöne Lieder miteinander, beziehungsweise ein paar schöne Konzerte miteinander gefahren. Und zwar stellen wir euch heute jetzt vor, Wo bist du? Dann von der Lagerband 13. Genau. So, und da werde ich jetzt auch mal wieder ein bisschen Action sein. So, ja, und wie gesagt, wenn euch das alles so gefällt, nächste Woche, ja, ab 20 Uhr, gehen wir dann natürlich live und dann seht ihr uns alle schön in Action und dann könnt ihr natürlich auch, wie jetzt, auch mit uns schreiben. Aber jetzt erstmal Filmchen ab oder wie Christian immer so sagt, Mats ab und Mats hier für ab, euch genau. die Lagerband. Die Nacht hat den Tag langsam gebracht und alle Katzen grau gemacht. Ich kühle am Fenster mein Gesicht. Wo bist du, warum kommst du nicht? Die Straße schickt Glocken dein Lachen rauf. Ich will es nicht und wär's wieder raus. In meinen Tränen schwimmt Kerzenlicht. Wo bist du, warum kommst du nicht? Wo bist du, warum kommst du nicht? Eine Fliege ertrinkt in meinem Wein, es ist totenstill. Ich höre sie Hilfe schreien, ich sehe zu und ich sehe mich. Wo bist du, warum kommst du nicht?
noch Licht. Da steht ein Bittermann und schickt. Den überlebst du nicht, den überlebst du nicht. Die Nacht hat Satan langsam umgebracht und alle Weiber so wunderschön gemacht. Ich heule und ich hasse dich. Wo bist du, warum kannst du nicht? Wo bist du, warum kannst du nicht? Wo bist du, warum kannst du nicht? Wo bist du, warum kommst du nicht? Ja, Lagerband 13, bleibt gesund, ist das nicht schön? Ja, unser Corona-Song, den wir Corona-Song, genau. eingestreut haben. Ja, ihr habt bestimmt einige davon erkannt, ja, aber einige sind natürlich jetzt nicht dabei bei dem Livestream. Ja, und das ist der liebe Olli am Schlagzeug. Der ist im Moment in Bayern, schöne Grüße nach Bayern. Ja, der muss immer so viel arbeiten. Der muss immer so viel arbeiten. So, und der liebe Carsten, auch aus Schleswig. Und so, die können nächste Woche leider nicht dabei sein. So, und demzufolge ist das jetzt, was ihr jetzt alles so gesehen habt, der jetzige, ja, die jetzige Band namens Cine Project. So, es ist ja auch die Premiere eigentlich, dass wir unter dem Namen auftreten. Weil wir mussten dann auch gucken, oh Gott, ja, wie lange geht das ganze Spiel jetzt hier noch, so wie wir es machen müssen. Und die Leute, die jetzt natürlich dabei sind, die haben irgendwie auch die Zeit und können das auch beruflich so einordnen, dass wir eben ab und zu hier mal ein paar schöne Sachen machen. Wir haben auch schon ein paar schöne Videos, 2 Stück gedreht. Danke übrigens nochmal an René, der sich hier wirklich in der Arbeit die Zeit genommen hat, um das Ganze zu schneiden und Aufnahmen zu machen. Und natürlich auch danke an Wolfgang und an Marco, die natürlich in Schleswig das Ganze gemacht haben, mit Peter zusammen, der da auch gesessen hat und gebastelt hat, der immer am Ton da sitzt. Also herzlichen Dank wirklich an die ganzen Leute, die im Moment uns diese schönen 2 Videos bereitet haben. Ja, nächste Woche, wie gesagt, gehen wir dann live ab 20 Uhr. Ab 20 Uhr, Und genau. nicht nur wir, sondern wir haben nämlich auch einen ganz tollen Gast aus dem fernen Berlin. Den werde ich jetzt mal einblenden. Ja, blende ihn mal ein. Der Arne. So, Arne ST, so möchte er genannt werden. Und so eigentlich Veranstaltungstechniker seines Zeichens. Und jetzt auch durch die Corona-Zeit hat er gesagt, okay, ich möchte auch ein bisschen auflegen. Und macht das immer aus seinem Wohnzimmer raus. So hat mir nämlich René das gesagt und beziehungsweise er hat den Kontakt hergestellt und Arne hat mir gesagt, Mensch, warum nicht? Ich kann mir das vorstellen, ich komme mit allem Säckele und Päckele her und dann wird er nämlich 1 Stunde vorher, also von 20 bis 21 Uhr und nach unserem Konzert, und zwar dann von 23 bis 24 Uhr, schön Clubhausmusik für euch auflegen, damit eben auch wirklich jeder sein Genre dann bekommt an den Abend. Ja, also nicht nur
Weil wird ja mal nachgesagt, dass wir immer so Altherrenmusik machen. Ja, so könnt ihr nämlich auch eure Kinder davor setzen und die kennen wahrscheinlich die ganzen Clubhouse-Songs und Clubhouse-Beats, die er dann euch nämlich auf die Ohren und natürlich auch in dem Fall visuell geben wird. Ja, aber wir sind die ganze Zeit natürlich auch immer noch da und werden Fragen beantworten, falls Arne während seiner Arbeit nicht dazu kommt. Er kriegt natürlich auch ein Mikrofon. Er kriegt ein Mikrofon. Aber ich glaube, Arne weiß noch gar nichts von seinem Glück. Ja, er kriegt natürlich auch von uns die komplette Unterstützung dann. Ja, natürlich. Ne? Aber Arne, ja, wird dann auch das erste Mal hier bei uns aus dem Kino mit raus streamen. Und dann, wie gesagt, ist es ein schönes kleines Konzert, was ich finde, sodass wir wirklich den nächsten Samstag einen schönen Kessel Buntes, hat man früher gesagt. Ja, ne? die bunte Sendung am Die Abend. bunte Um Sendung. 20 Uhr geht's los. Genau. Und die werden wir natürlich dann mit euch machen. Ja, und jetzt ich würde sagen, nämlich, weil sonst streamen wir eigentlich mit dem Kinotalk auch immer nur eine halbe Stunde. Ja, Kinotalk war Ne? immer so eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Wie gesagt, heute das erste Mal eigentlich auf Twitch mit unserem Kinotalk, aber als Vorbereitung auf die nächste Woche, so muss man das ja mal sagen. Ja, war jetzt auch unsere kleine Generalprobe sozusagen. Genau. Ob alles hinhaut, ob die Kameras funktionieren. Und demzufolge war es auch wirklich sehr toll, dass ihr auch wirklich reingeschrieben habt, dass ihr eben uns gut hört, uns gut seht. Das zeugt natürlich auch davon, dass wir nächste Woche eigentlich mit dem Equipment auch erstmal wieder live gehen können. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, aber ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und jetzt haben wir natürlich noch ein kleines Schmankerl für die, die es noch nicht auf YouTube, noch nicht auf Facebook und noch nicht auf Instagram gesehen haben. Es gibt jetzt noch mal ein kleines Video aus dem jetzigen Zusammenschluss. Leider noch nicht mit Christian am Schlagzeug, weil zu der Zeit wusste er auch noch nicht von seinem Glück. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Das stimmt So, wohl. damit sagen wir erstmal Ciao. Jetzt kriegt ihr natürlich noch ein bisschen kleinen Applaus auf die Ohren, wie es sonst immer noch von uns war. Ich kam bloß jetzt nicht so schnell immer nach den Videos dazu, aber jetzt kriegt ihr das nochmal. Damit sagen wir Tschüss. Guckt euch das Video an. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt irgendwas rein bei Facebook, bei Instagram, bei uns auf YouTube. Ihr könnt es sogar anrufen. Die meisten haben unsere Nummern. Und damit sagen wir erstmal Ciao und danke fürs Zuschauen. Viel Spaß und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Another turning point, a fork struck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test, and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had a time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Hang it on a shelf and go deep and good time. Tattoos of memories and dead skin on trail. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had a time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had a time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had a time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had a time